Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich sehe hier jetzt schon gut über 200 Personen im virtuellen Publikum. Mehr kommen gerade noch dazu, aber ich fange jetzt einfach mal an. Wie gerade schon erwähnt, befinden wir uns hier in der Veranstaltungsreihe Überleben, in der wir Fragen rund um das Aussterben, Artensterben und das Leben auf diesem Planeten generell stellen. Und wir haben dazu heute zwei wirklich spannende Gäste eingeladen, haben auch eine spannende Frage. Dazu gleich mehr, aber ich wollte zuerst ein paar allgemeine Dinge sagen, damit sich hier auch alle möglichst wohlfühlen. Zur Info, die Veranstaltung wird ungefähr 1,5 Stunden in Summe dauern. Während dieser ganzen Zeit haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür haben wir eigens eine Zoom-Funktion eingerichtet, die finden Sie unten in Ihrem Zoom-Fenster. Die heißt entweder F&A, wenn Ihr Zoom auf Deutsch ist, oder Q&A auf Englisch. Wenn Sie da draufklicken, öffnet sich ein Fenster, da können Sie Fragen von anderen Teilnehmenden sehen, Daumen hoch drücken, wenn Ihnen eine Frage gefällt und Sie spannend finden, oder auch eigene Fragen stellen. Wir hätten nur eine Bitte, nutzen Sie dieses Fenster bitte nur für Fragen, die an die Personen in der Diskussion gerichtet sind. Mein Kollege Dominik Anders ist hier schon hinter den Kulissen und scharrt sozusagen mit den Füßen, weil ihn werde ich auf die Bühne holen zu bestimmten Zeitpunkten, also zum Beispiel, wenn wir von einem Thema zum nächsten gehen oder wenn es gerade gut passt, um die Fragen aus dem Publikum für Sie zu stellen. Wenn Sie jetzt aber doch eine Frage haben, die nicht direkt an die Personen in der Diskussion gerichtet ist, sondern zum Beispiel ans Team oder wenn Sie ein technisches Problem haben, nutzen Sie dafür gerne den Chat. Das können andere Teilnehmende nicht sehen und auch die beiden geladenen Gäste können darauf nicht zugreifen, weil wir möchten uns ja auf die Diskussion konzentrieren. So, die Veranstaltung wird aufgenommen und sehr zeitnah dann schon auf unseren YouTube-Kanal gestellt. Das heißt, wenn Sie einen Teil verpassen oder wenn Sie sie mit Freunden, Bekannten oder Ihrem Netzwerk teilen können, können Sie das schon sehr zeitnah machen. Das Thema heute Abend, den Titel haben wir ja etwas, sagen wir mal, provokant gewählt, die nächste Pandemie verhindern. Eine Pandemie ist ja die weltweite Verbreitung eines Erregers, also entsteht aus einer Epidemie, die räumlich begrenzte Ausweitung solch eines Erregers, aber ob eine Epidemie zur Pandemie wird, hängt natürlich nicht nur vom Erreger ab, sondern auch von vielen verschiedenen Faktoren, über die wir heute teilweise auch sprechen werden. Also es geht heute so um zwei Sachen. Erstens das Erkennen von Erregern, die potenziell gefährlich für den Menschen sind. Die kommen oft aus dem Tierreich, also mehr dazu eher gleich. Und das Verhindern, dass sie sich unkontrolliert weltweit verbreiten. Wir haben heute einen biowissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt, nicht zum Beispiel einen politischen oder geopolitischen oder ökonomischen oder einen der vielen anderen Perspektiven, aus denen man dieses Thema in der Breite und in der Tiefe wirklich detailliert beleuchten könnte. Wir bleiben also bei der Biowissenschaft und unsere Gäste haben wir auch entsprechend gewählt. Und dann fange ich mal an, Sie direkt auf die Bühne zu holen. Am besten nach der Reihe und dann fange ich mal an mit dem Dr. Fabian Lehndertz. Und wenn es ums Erkennen von neuartigen Erregern geht, ist er Experte weltweit, auch arbeitet am Robert-Koch-Institut und forscht dort an Zoonosen. Und leitet eine Arbeitsgruppe, die sich eben unter anderem damit beschäftigt, wann, wie und warum Erreger zwischen Tier und Mensch übergehen. Und sie machen viele internationale Forschungsprojekte und haben dort auch Kooperationen vor Ort mit lokalen Partnern, schwerpunktmäßig in Afrika. Herr Lehndertz, hallo. Sie haben ja in Ihrer Karriere viel Zeit im Tai-Nationalpark in Afrika verbracht, wenn ich das so richtig verstanden habe, aber Sie sind derzeit nicht ganz so oft dort. Deswegen habe ich eine ganz kurze Frage für Sie am Anfang. Woran arbeiten Sie genau zurzeit? Wir arbeiten immer an einem Spektrum an Projekten, sowohl auf der menschlichen Seite schauen wir, welche Erreger dort eben neu auftreten, als auch auf der tierischen Seite, um möglichst Erreger zu entdecken, eventuell sogar bevor sie dann den Sprung auf den Menschen schaffen. Mhm. Vielen Dank und dann begrüße ich direkt mal auch unseren zweiten Gast, nämlich Professor Dr. Ulrike Protzer. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie, sowohl an der TUM als auch am Helmholtz-Zentrum München. Und sie erforscht dort auf einer molekularbiologischen Ebene die Interaktion von Viren und dem Menschen als Wirt. Und das Ziel ist unter anderem das Ableiten von neuen Therapieansätzen zur Bekämpfung von Viren. Hallo, Frau Protzer.
Ihr Schwerpunkt, Ich grüße Sie. hallo, schön, dass Sie hier sind. Ihr Schwerpunkt ist ja das Hepatitis B-Virus eigentlich, aber das hat ja jährlich auch wirklich mehrere hunderttausend Opfer. Aber seit der aktuellen Pandemie beschäftigen Sie sich ja auch intensiv mit SARS-CoV-2. Also auch für Sie, an Sie kurz die Frage, woran arbeiten Sie in Bezug auf Corona genau und was sind dabei die Ziele? Also ein Großteil unserer Arbeitsgruppe hat sich dann, als das neue Coronavirus sozusagen aufkam, direkt da drauf gestürzt. Wir hatten uns schon mal so ein bisschen mit dem SARS-1 beschäftigt, deswegen eigentlich auch alles vorbereitet. Und dann war das natürlich das Thema. Und was wir anfangs versucht haben, ist, die Zellkulturen aufzusetzen, sodass wir das Virus anzüchten können, dass wir es untersuchen können. Viren leben ja in Zellen, also auch untersuchen können, wie interagiert denn so ein Virus mit der Zelle. Und dann sind wir auch diagnostisch sehr aktiv und dann war es natürlich auch wichtig zu verstehen, wie kontrollieren denn Menschen eine solche Infektion, wie weise ich sie nach und was können dann auch Probleme sein und wie kann ich das mit Labordiagnosen einfach unterstützen. Mhm. Ja, dann willkommen an beide und dann würde ich direkt einsteigen. Noch ein ganz kurzer Kommentar für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir machen das hier so als lockeres, freies Gespräch. Also wir wissen noch nicht genau, wo wir überall hinkommen, aber ganz grob, wir würden mit Zoonosen einsteigen, was sie sind, was die Rolle, was wir Menschen für eine Rolle in ihrer Entstehung spielen, dann wie die Ausbreitung von Erregern so im Großen und Ganzen mit weiteren größeren Entwicklungen auf der Erde zusammenhängt, wie zum Beispiel Biodiversitätskrise oder auch Klimawandel. Und ich möchte auch super gerne Ihre Meinung dazu hören, ob und wie wir eine nächste Pandemie verhindern können, beziehungsweise vermutlich die realistischere Frage, was wir aus der aktuellen Pandemie lernen können. Und egal, welche Themen wir dann haben und in welche Reihenfolge, wenn wir so zwischen Themen übergehen, werde ich meinen Kollegen Dominik Anders mit auf die virtuelle Bühne holen, damit er die Fragen des Publikums nochmal mit reinbringt. Dann steigen wir doch direkt ein. Zoonosen sind ja ganz allgemein Erreger, die zwischen Mensch und Tier oder Tier und Mensch übertragen werden. Da gehören viele bekannte Erreger dazu, zum Beispiel HIV, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola, also wirklich Erreger, die uns allen ein Begriff sind. Und vor kurzem hat ja die WHO diese Gruppe von internationalen Forschenden beauftragt, sich auf die Suche nach dem Ursprung der SARS-CoV-2-Pandemie zu machen. Und da hat sich der Verdacht zumindest gefestigt, dass es sich hier auch um eine Zoonose handelt. Da kann Herr Lehnertz bestimmt später noch dazu was sagen. Er ist nämlich Teil dieser Gruppe. Also es ist natürlich nicht bewiesen, aber es ist eine der Theorien. Und generell aber bei einer Zoonose findet diese Übertragung entweder direkt statt von Wirbeltier zu Wirbeltier oder auch durch einen wirbellosen Zwischenwirt, den man dann Vektor nennt. Also wenn Ihnen der Begriff unterkommt, das ist so grob, was er bedeutet. Oder auch aber durch nicht tierische Erreger, wie zum Beispiel, oder Erregerstationen, wie zum Beispiel Erreger, die sich im Wasser sammeln. Und da hätte ich direkt die erste Frage an Sie, Herr Lehnertz. In Ihrer praktischen Arbeit, welche Übertragungswege zwischen Mensch und Tier sehen Sie denn am häufigsten und wie kommen die zustande? Die Frage nach der Häufigkeit ist eine, die trivial scheint, aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also wenn Sie sich überlegen, dass jede Salmonelle oder irgendwelche anderen Erreger, die hier durch Geflügelfleisch zum Beispiel auf den Menschen übertragen werden können, auch schon eine Zoonose sind, dann ist das wahrscheinlich wesentlich häufiger als das, an was wir immer denken, nämlich die eher exotischeren Dinge wie das HIV, das Virus, was eben vom Schimpansen über die Bushmeat-Jagd, also auf die Jagd und den Verzehr eben von wilden Primaten auf den Menschen übergegangen ist, oder Ebola-Viren. Das sind auch eher seltene Ereignisse, wenn man sich das Übertragungsereignis isoliert anschaut. Ob der Effekt dann der gleiche ist, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Also SARS-CoV-2 zum Beispiel war sehr, sehr wahrscheinlich auch nur ein Übertragungsereignis, hat dann aber sehr, sehr viele Menschen erreicht und einen sehr großen Effekt. Also deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Quantifizierungen. Wo wir vor allem arbeiten, ist eben in Gebieten mit hoher Biodiversität, wo die Leute sehr intensiven Kontakt zu Wildtieren haben, vor allem also die sogenannte Bushmeat-Jagd. Das ist also Jagd nach Wildtieren, eigentlich wie jeder Jäger in Deutschland auch, aber das heißt da eben dann anders. Und die Leute jagen alles Mögliche, ein großes Spektrum an Arten, was natürlich eine Katastrophe ist für den Artenschutz, aber durchaus regional bedeutsam ist und eine Rechtfertigung hat. Aber das sind eben sehr intensive Kontakte
zwischen Mensch und Tier, wo wir eben die Vermutung haben und einige Beispiele kennen, dass das wirklich keine gute Idee ist und wir uns so einige Erreger geholt haben, die wir auch bis heute nicht wieder losgeworden sind. Nochmal kurz eine Frage zur Klärung. Sie hatten gesagt, das hat seine Berechtigung. Könnten Sie darauf noch kurz eingehen? Weil ich glaube, das ist den meisten nicht ein Begriff. Also die Bushmeat-Jagd und auch die Jagd von Wildtieren generell. Okay, also die Jäger gehen in den Wald, natürlich um Fleisch zu holen, im idealen Fall traditionell für sich und ihre Familie. Ja, das ist ja okay, jeder möchte seine Familie ernähren und das hat auch eine sehr, sehr lange Tradition. Heutzutage ist hinzugekommen eben der kommerzielle Bushmeat-Handel und die Jagd für einen sehr, sehr wichtigen Markt in die Großstädte hinein, in den Ländern selber oder auch mit internationalen Handel. Auf jeden Fall, was das Riskante dabei ist, dass die Jäger eben mit einem großen Spektrum an verschiedenen Arten in Kontakt kommen und die natürlich ohne irgendwelche Handschuhe oder Mundschutz dann eben auseinandernehmen und zubereiten oder konservieren für die weitere Vermarktung. Und das sind eben Aktivitäten, wo Menschen ungeschützten Kontakt haben, zum Beispiel zu Nagetieren, zum Beispiel zu Fledertieren, also Flughunden und Fledermäusen, die durchaus auch immer mehr auf der Speisekarte stehen, weil die großen Tiere, wo ein ordentliches Schnitzel dran ist, leider inzwischen ausgestorben sind regional. Das heißt, da werden inzwischen auch andere Arten gejagt. Und das sind eben Aktivitäten, die absolut riskant sind und die man erstmal verstehen muss und die man monitoren sollte. Mhm. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage dazu an Frau Protzer, und zwar eher auf der mikrobiologischen Ebene. Also was muss denn gegeben sein bei so einem Erreger, egal welcher Art, damit so ein Spillover-Event passiert, speziell jetzt bei einem neuen Erreger, vielleicht den unser Immunsystem noch nicht kennt? Gibt es da Typen, die zum Beispiel gefährlicher sind oder die leichter übergehen? Es ist schwer zu beantworten. Also ganz grundsätzlich muss ein Pathogen, und das ist ganz egal, ob es sich um ein Virus oder ein Bakterium oder vielleicht auch um einen Parasiten handelt, muss natürlich den Menschen infizieren können. Klingt jetzt banal, aber die meisten Pathogene sind einfach doch sehr adaptiert auf die Spezies, in der sie zu Hause sind. Also Fledermausviren auf Fledermäuse und Wildschweinviren auf Wildschweine und menschliche Viren eben auf den Menschen. Und deswegen kann ich mich gar nicht so einfach mit einem Virus anstecken, was von einer anderen Spezies rüberkommt. Wenn aber zufällig da entweder eine Variante dabei ist oder vielleicht auch dieses Virus einfach einen Rezeptor auf unseren Zellen bindet, wenn wir jetzt über Viren sprechen, also mit unser meine ich jetzt menschlichen Zellen, dann kann es natürlich schon passieren, dass es einen Menschen infiziert. Und dann ist die Frage, wie effizient geht denn das? Also nehmen Sie mal das Beispiel Vogelgrippe. Ja, Vogelgrippe ist ja eigentlich eine Erkrankung der Vögel, der Hühner hauptsächlich, aber auch anderer Vögel. Und trotzdem können Vogelgrippe-Viren, das sind Influenza-Viren, können die auch den Menschen infizieren. Nur das tun sie nicht besonders effizient. Also da brauche ich schon wirklich direkten Kontakt zu diesem Vogel, damit ich mich infizieren kann. Und weil das nicht effizient geht, geht es dann von Mensch zu Mensch typischerweise nicht mehr weiter, sondern dann sind es so einmalige Ereignisse, die sind ärgerlich, gehen auch oft mit einer großen Krankheitslast, Pathologität einher, aber führt nicht zu einer Epidemie oder zu einer Pandemie. Das Dumme, was jetzt hier passiert ist bei diesem SARS-Coronavirus, ist, dass es auf den Menschen übergegangen ist. Ob das jetzt direkt passiert ist oder über ein Wildtierreservat, das weiß man ja noch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hat es sich entweder in diesem Reservat oder in den ersten Menschen so adaptiert, dass es sehr effizient auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden konnte. Und das ist der Punkt, wo es dann eine Epidemie oder eine Pandemie auslösen kann. Und das ist das, was so schwer vorhersagbar ist. Da können wir nur sagen, aber wir wissen ja schon lange, dass es dem ursprünglichen alten 2003 SARS-Coronavirus ähnliche SARS-Coronaviren in Fledermäusen gibt. Aber die sind nicht übergesprungen die ganzen Jahre, ja? Weil sie eben nicht optimal auf unsere Zellen gepasst haben oder dieser zufällige Event, den Herr Lehnertz gerade beschrieben hat, einfach nicht passiert ist. Aber wenn das beides zusammenkommt, dann kann es eben zu einer Ausbreitung dieser Viren kommen. Und
Und dann haben wir ja ein Virus, das das Immunsystem der Menschen einfach noch nie gesehen hat. Ja, beim Vogelgrippevirus übrigens auch. Das ist ausreichend unterschiedlich von den menschlichen Influenzaviren, dass unser Immunsystem da nicht mehr reagieren kann und das eben abhalten kann, also nicht mehr immun ist. Das heißt, jeder Mensch ist dann potenziell empfänglich. Und dann ist noch die große Frage, macht so ein Erreger auch krank? Und was man beobachtet ist, je länger jetzt rede ich immer von Viren, aber das ist eben das, was jetzt gerade aktuell ist, je länger so ein Virus in einer Spezies ist, umso weniger macht es krank. Das wirkt im ersten Moment vielleicht mal komisch, aber es ist irgendwie auch logisch. Ja? Wenn Sie nämlich ein Virus haben, was den Wirt stark krank macht, dann läuft er nicht mehr spazieren und verbreitet es nicht mehr weiter. Und Viren können sich ja nicht selber bewegen, können sich ja nicht selber vermehren, sondern die müssen ja von uns vermehrt und auch bewegt werden. Das heißt, die reisen immer mit uns mit. Und wenn ich krank bin, schwer krank und im Bett liege, dann sehe ich nicht so viele andere Menschen und kann auch nicht so viele andere anstecken. Je weniger ich aber krank werde durch ein Virus, umso mehr andere stecke ich an, weil umso mehr renne ich halt rum und frage das Virus spazieren. Und das ist genau der dritte Punkt, der jetzt hier einfach relevant geworden ist, dass dieses SARS-Coronavirus zwar in einigen Fällen schwer krank macht, aber in den meisten Fällen ja eben nicht schwer krank macht. Und dass die Menschen weiter rumlaufen, gerade am Anfang eine Infektion eben, wo schon viel Virus gebildet wird, einfach noch nicht schwer krank macht. Und deswegen breitet es sich so gut aus. Das sind so Punkte, vielleicht habe ich das damit klar machen können, die so schrittweise passieren müssen, damit es dann eben wirklich zu was kommt, wie wir gerade haben. Und deswegen ist das auch kein alltägliches Ereignis. Deswegen passiert es zum Glück selten. Mhm. Ja, nee, vielen Dank. Das war eine gute Einführung. Sie hatten gesagt, Sie reden jetzt mal über Viren und ja, natürlich, also die Forschungsfelder und die Themen, mit denen Sie beide sich beschäftigen, sind natürlich viel vielfältiger als das. Und ich glaube, wir können an uns so einem Abend nur einen kleinen Einblick geben und an der Oberfläche kratzen. Aber wir versuchen es trotzdem. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wenn wir jetzt nochmal in die Feldarbeit gehen, wenn man so eine Zoonose entdeckt. Frage an Sie, Herr Leendertz, wie sieht denn das überhaupt aus? Also Sie waren ja bei Ebola daran beteiligt, nach dem Ursprung zu forschen. Und jetzt auch bei Corona, könnten Sie davon einfach ein bisschen erzählen, wie da die praktische Arbeit aussieht? Ja, also wir haben zwei verschiedene Herangehensweisen, so grob gesprochen. Ja, die eine ist, es gibt einen Ausbruch, dann versuchen wir möglichst schnell vor Ort zu sein, um eben herauszufinden, wer war Patientin 0. Und wenn man das weiß, kann man sich eben anschauen, wo könnte sich dieser Mensch eben infiziert haben. Ja, und dann kann man von da aus Szenarien entwickeln. Das ist übrigens auch genau das Problem bei diesem SARS-CoV-2, dass das eben so milde Symptome hervorruft, wie Frau Protzer eben ja richtig sagt, was eines der großen Probleme ist, weil Patient 0 zu finden bei Corona quasi unmöglich ist. Das heißt, deswegen ist die Suche nach der Quelle da auch wesentlich schwieriger. Aber nehmen wir mal Ebola zum Beispiel, was wir mehrfach untersucht haben. Da hat man sehr eindeutige Symptome, blutigen Durchfall und Fieber und so weiter. Und dann kann man einfach dieses Contact Tracing, was wir jetzt auch kennen, rückwärts machen in der Zeit und schauen, der erste diagnostizierte Fall, mit wem war der denn in Kontakt, der genau diese Symptome hatte. Und dann fragt man sich quasi zurück. Und dann sieht man, wo wohnt dieser Mensch, was war das für ein Mensch? War das zum Beispiel ein Jäger, der in den Wald geht, um Buschmied zu jagen? Da wird in vielen Kulturen auch gerne das mitgenommen, was tot gefunden wird. Da spart man sich quasi die Kugel. Und das ist natürlich hochriskant, weil das Tier hat ja einen Grund, warum es tot ist. Ja, und so sind einige der Epidemien im Kongo-Becken wahrscheinlich losgegangen. Wir haben dann das in Westafrika untersucht für den großen Ebola-Ausbruch und jetzt im Kleinen, der gerade hoffentlich bald vorbei ist. Und da war der Hinweis eher Richtung Direktübertragung aus einem möglichen Reservoir, den Fledermäusen, beziehungsweise jetzt war wahrscheinlich sogar das Reservoir der Mensch, was eine sehr unglückliche Sache ist. Das heißt, jemand hat das Virus 5 Jahre lang getragen und konnte wieder jemand infizieren. Also das heißt, das sind dann Untersuchungen, wie so ein bisschen eine Detektivarbeit, wo wir dann versuchen, in der Zeit zurückzureisen und dann eben dort entsprechende Proben zu gewinnen und Daten zu gewinnen und die zu analysieren. Das andere, was wir machen,
Was jetzt weniger reaktiv ist, aber meiner Meinung nach auch ein bisschen inhaltsvoller, ist, dass wir versuchen, in Langzeitstudien uns anzuschauen, wo kommen die Erreger her, die die Leute krank machen. Und das machen wir auf zwei Arten. Wir schauen uns bei den Wildtieren in der Region an, was da eigentlich die Krankheitsprobleme sind. Und da ist unser Spezialgebiet, sind da die Menschenaffen, unsere nächsten Verwandten, also taxonomisch gesehen sind wir auch Menschenaffen. Und die sind halt wie so kleine Versuchskaninchen, die für uns durch den Wald hüpfen. Und wenn die an was sterben, dann ist das höchstwahrscheinlich für uns auch relevant. Das heißt, das sind so kleine Indikatoren. Und da sind wir systematisch in 4 Ländern Afrikas vor Ort, habe ich immer lokal afrikanische Doktoranden gemixt mit internationalen, und die machen dann systematisch Autopsien und diese Gesundheitsbeobachtung. Ja, das ist quasi etwas entdecken in der freien Natur da draußen. So, jetzt ist er eingefroren, für die anderen auch. Surveillance haben Ja. wir dort etabliert, ne, wo wir dann eben schauen, was an Viren kommt wirklich dort vor. Also das sind so ein bisschen die Ansatzpunkte, die wir verfolgen. Vielen Dank. Sie waren kurz mal für 1,5 bis 2 Sätze ausgesetzt, aber ich glaube, ich konnte es zumindest in meinem Kopf noch ungefähr rekonstruieren, was Sie gesagt hatten. Aber ich kenne ja auch ein bisschen was über Ihre Arbeit. Ich hoffe, das Publikum auch. Ich bedanke mich schon mal. Das war, ich finde es super spannend, auch diese internationalen Kooperationen und dass Sie ja viel mit lokalen Partnern arbeiten und dann teilweise vor Ort Proben nehmen, entweder dort analysieren oder nach Deutschland schicken, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau. Was mich jetzt noch vielleicht abschließend in diesem Bereich, bevor wir dann zu den Publikumsfragen kommen, wenn es schon ein paar gibt, sonst darf mein Kollege Dominik seine eigenen Fragen stellen, würde mich noch mal interessieren, diese Erreger, wenn die denn im Labor untersucht werden, Frau Protzer. Also für mich ist es sehr schwer vorzustellen, wonach man dann sucht. Also wie untersucht man so einen Erreger? Und es ist ja bestimmt nicht trivial, darauf zu schließen. Sie hatten gesagt, es ist nicht egal, wie krank er macht und wie gut er an die Zelle bindet, wie schnell er sich verbreitet. Hat man da auch eine Art Detektivarbeit? Auf jeden Fall. Früher war das wirklich echte Detektivarbeit. Das heißt, sie haben Materialien genommen und sie haben versucht, da irgendwie Viruspartikel anzureichern, indem sie alles andere weggefiltert haben. Und Viren sind ja ganz klein. Die gehen ja durch so ganz engmaschige Filter durch. Dann haben sie das genommen, was da unten war, haben das angereichert durch so Ultrazentrifugationsschritte. Und dann haben sie sich ans Elektronenmikroskop gesetzt und haben stundenlang gesucht, ob sie irgendwo so ein Partikel, was vielleicht aussieht wie so ein Virus, finden können. Das kann man natürlich heute auch noch machen. Dann weiß man schon gleich morphologisch, wie so ein Ding aussieht. Aber heute gibt es natürlich viel modernere Methoden. Wir haben ja die ganzen Genomanalysemethoden, also die Sequenzierungsmethodik, die sich wahnsinnig weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, wirklich revolutionär. Und heute nehme ich das Ganze und suche einfach mal alle Nukleinsäuren, die da sind, durch. Und bei allen Nukleinsäuren habe ich so Banken hinterlegt und da weiß ich schon, das sieht nach Bakterium aus, das sieht jetzt nach Zelle aus, von einem Tier oder von einem Menschen. Und dann habe ich Sequenzen, wo ich sage, sie sehen jetzt ähnlich aus wie Viren, die ich vielleicht schon kenne. Und da gehe ich dann weiter hinterher. Da versuche ich dann das Ganze mir näher anzuschauen, das versuche ich dann auch zu klonieren, wie wir sagen. Also man amplifiziert sich dann diese Stücke und man bringt die in bakterielle Plasmidvektoren ein und dann kann man sich die einfach genauer anschauen. Dann kann man auch Proteine in Zellkulturen exprimieren. Also die werden dann gebildet von den Zellen. Dann kann man anschauen, was sind das genau für Proteine. Und dann hat man schon relativ schnell raus, was ist das denn für ein Virus. Und deswegen ging das auch jetzt relativ schnell, dass die komplette Sequenz dieses Virus hatten. Die brauchten nur ein paar Menschen, die infiziert waren, haben deren Atemwegssekret genommen, haben genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Da kann man die Nukleinsäuren sogar noch isolieren. Dann haben die da so ein Hochdurchsatzsequenzierung oder Next Generation Sequencing auf gut Neudeutsch drüber laufen lassen. Und dann haben die gesehen, die haben alle die gleichen Virussequenzen drin und das sieht mir aus wie so ein Coronavirus. Dann haben sie natürlich ganz schnell festgestellt, das ist sehr ähnlich dem ursprünglichen SARS-Coronavirus. Und dann wussten sie eigentlich auch schon, was das ist. Und dann baut man noch die Stücke so zusammen, damit man wirklich das Ganze hat. Und wenn man weiß, es muss dem oder dem Virus ähnlich sein, dann weiß ich ja auch schon, es muss so und so groß sein, es muss einen Anfang haben, der etwa so aussieht, ein Ende, das etwa so aussieht. Und dann habe ich eigentlich in
ja, innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen weiß ich, was da drin ist. Dann weiß man also, was es ist. Kann man daraus einfach Rückschlüsse ziehen oder wie kann man daraus oder kann man überhaupt daraus Rückschlüsse ziehen, wie es sich denn verhält im Menschen oder geht das nur klinisch? Das geht tatsächlich nur klinisch. Und ich weiß natürlich auch noch nicht, ist das jetzt irgendwelche zufälligen Reste oder ist das wirklich was wir leben ja nicht, aber was vermehrungsfähiges. Und dazu würde ich dann eine Zellkultur nehmen und das macht man dann natürlich im Hochsicherheitslabor, den Abstrich von so einem erkrankten Menschen nehmen und würde die auf die Zellkultur geben, dann kann ich mir so ein Virus auch anzüchten. Also wir haben das gemacht von den ersten Webasto-Cluster-Patienten, die dann hier waren. Da haben wir die Abstriche zur Diagnostik eingeschickt bekommen und ich habe mir dann Zellen mitgenommen, bin in unser Hochsicherheitslabor gegangen und habe diesen Abstrich auf die Zellen gegeben. Und dann sieht man erstmal gar nichts, weil die Viren sind ja viel zu klein, um sie zu sehen. Aber dann geht man ganz gespannt am nächsten Morgen nochmal rein und schaut nach, ob da Zellen abgestorben sind. Weil man weiß, die meisten Viren machen einfach Zellen kaputt, wenn sie sich da drin vermehren. Und siehe da, das sah so aus, als ob dieser normalerweise dichte Zellrasen, der sieht aus wie so ein Pflastersteinmuster unter Mikroskop, das hatte plötzlich Löcher. Und da waren so einzelne runde Bälle gesessen. Und dann haben wir schon gedacht, oh, da vermehrt sich was. Und dann wartet man noch einen Tag und dann sieht man, dass aus diesen ganzen Pflastersteinen runde Bälle geworden sind und die Zellen kaputt gegangen sind. Und dann hat man natürlich immer noch nicht bewiesen, dass das wirklich jetzt das Virus ist. Könnte ja auch irgendwas Toxisches gewesen sein. Aber dann nimmt man das und dann überträgt man das auf die nächste Zellkultur. Und dann weiß man schon, das, was da gebildet wurde, wenn ich das jetzt übertrage, macht das genau den gleichen Effekt wieder. Und dann weiß ich immer noch nicht ganz sicher, was es ist. Aber was man dann macht, dann nimmt man das Blut von einem der infizierten Menschen und sagt, wahrscheinlich haben die ja eine Immunantwort ausgebildet und haben Antikörper. Also wenn das jetzt ein Virus ist, dann müsste das Blut von den Menschen das erkennen. Und dann fixiert man die Zellen und nimmt die Antikörper und schaut, ob da Virusproteine erkannt werden. Und dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, okay, da ist wirklich ein Virus drin. Das hat sich jetzt in meiner Zellkultur vermehrt und wird tatsächlich von dem Immunsystem des Infizierten auch erkannt. Danke, ja, das ist doch eine wahrscheinlich immer noch an der Oberfläche gekratzt, aber doch sehr verständliche Zusammenfassung von den verschiedenen Methoden oder Ansätzen, die man da anwenden kann. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt für Publikumsfragen. Was meinst du, Dominik? Ja, sehr gerne. Es sind jetzt tatsächlich in den letzten Minuten noch ganz viele eingetrudelt. Ich hoffe, ich habe die meisten jetzt noch im Blick gehabt. Also erstmal auch Hallo von meiner Seite in die Runde. Und ich lege gleich los. Und zwar die beliebteste Frage momentan stammt von Frank Wigger. Der fragt, ob es derzeit unter den bekannten Tierpathogenen schon Kandidaten für die nächste Pandemie gibt. Und ob das vielleicht am ehesten auch wieder ein Coronavirus sein könnte. Das ist vielleicht eine Frage an Herrn Lehndertz. Da können wir jetzt wetten, Herr Lehndertz. Also vom Berufsbild her sind wir ja Wissenschaftlerin und nicht gut im Glücksspiel. Ja, das heißt, es ist wirklich unglaublich schwer vorherzusagen, welches Virus nun das nächste sein wird. Was wir sicher wissen, ist, dass diese Art Übertragung und Pandemien sind überhaupt nichts Neues. Ne? Also seitdem wir Menschen uns in größeren Gruppen zusammengefunden haben und je mehr Menschen wir auf dem Planeten werden, desto öfter sehen wir halt diese Übertragung und desto leichter hat es so ein Virus. Das heißt, es wäre ein Wunder, wenn das jetzt aufhören würde. Wer jetzt das nächste kausative Agens werde für eine Epidemie, Pandemie, ist wirklich schwer vorherzusagen. Man wird immer wieder überrascht. Ja, es gibt ja auch noch so ein anderes Coronavirus, zum Beispiel das MERS. Das hat uns auch überrascht, weil da auf einmal irgendwelche Dromedar-Kamele eine Rolle gespielt haben, wo alle immer dachten, sowas hat nichts mit Corona zu tun. Ja, und also immer wieder kommt Überraschung. Deswegen wäre ich vorsichtig mit Vorhersagen. Aber natürlich ist die Diversität, die wir finden an den Coronaviren, man kann aber auch Paramyxoviren, Influenzaviren wurden mehrfach genannt,
Denken Sie an HIV, wir vergessen immer die Retroviren. Super gemeine Sache, ja. Also ein paar Mal übertragen auf den Menschen, ein Stamm, HIV-1, Gruppe M, sehr erfolgreich, weltweit verbreitet und immer noch eins der Gesundheitsprobleme weltweit. Vielleicht wird das nächste wieder ein Retrovirus, wer weiß. Das hat im Augenblick keiner auf dem Plan. Also insofern leider keine konkrete Aussage, aber vielleicht hat Frau Potzer eine bessere Idee. Also bitte nicht vergessen, das Hepatitis B-Virus. Da sterben mehr Leute dran als am HIV. Es ist in Deutschland viel häufiger und ist ganz genauso vom Primaten, also vermutlich von Schimpansen, genauso wie HIV auf den Menschen gekommen. Also auszuschließen ist das nicht. Was in letzter Zeit erst passiert ist, das Hepatitis E-Virus, was aus dem Wildschwein vermutlich immer wieder auf Menschen kommt, was auch tatsächlich ständig wieder passiert. Also es ist zwar von Mensch zu Mensch ansteckend, aber wir wissen eigentlich, dass wir uns immer wieder auch vom Schwein und eben gerade von nicht ganz gekochtem Wildschweinfleisch infizieren. Also sowas ist durchaus gängig in der Virologie. Ich glaube persönlich, dass es nicht ein Coronavirus sein wird, sondern vielleicht eher ein Influenza-Virus. Aber wie gesagt, da können wir jetzt auch wetten, das ist total Spekulation. Der Punkt bei den Influenza-Viren ist halt, dass es doch viele gibt, die wir schon wissen, dass sie im Tierreich zirkulieren und sich da auch ausbreiten, die sehr ähnlich zu den menschlichen Viren sind und dass das auch Tierarten sind wie Schweine oder Hühner, mit denen wir nicht nur jetzt in der Wildtierjagd Kontakt haben, sondern einfach in der ganz normalen Landwirtschaft ständig Kontakt haben. Deswegen ist da meines Erachtens das Risiko doch relativ hoch, dass sowas passiert. Aber das ist, wie gesagt, good bad or bad bad, whatever. Da schließt sich jetzt vielleicht eine Frage von unserem Kollegen Tassilo Franke an, wo es auch so um die Distanz zwischen den Tieren und den Menschen geht, allerdings eher um die verwandtschaftliche Distanz. Er fragt nämlich, wie groß kann die verwandtschaftliche Distanz zwischen Reservoirwirt und Mensch sein? Können Viren auch von Reptilien, Fischen oder gar Insekten auf den Menschen überspringen? Ja, also passiert ja ganz häufig. Ich meine, nehmen Sie das Zika-Virus. Ja, also das geht ja typischerweise vom Insekten. Oder nehmen Sie FSME, also hier in der Ecke von Zecken übertragen. Das ist was eigentlich ständig passiert. Da ist es aber so, dass im Prinzip diese Insekten sind Zwischenwirte. Da gibt es noch einen anderen Wirt, der das Virus typischerweise trägt. Und dann nimmt der Insekt das auch als Zwischenwirt und sticht dann dummerweise aus Versehen den Menschen. Und das sind dann sogenannte vektorübertragene Infektionen, die typischerweise nicht direkt von Mensch zu Mensch wieder weitergehen, außer ich habe jetzt eine Bluttransfusion oder nehme den Arzt zu Hilfe mit seiner Spritze. Der kann dann auch das Insekt deutlich relativ einfach ersetzen. Aber typischerweise werden die halt dann aus dem Tierreich aufgenommen und werden dann über das Insekt auf den Menschen übertragen. Aber das passiert ständig. Ja. Wir haben jetzt noch ganz viele Fragen, die wahrscheinlich schon eher in die späteren Teile der Diskussion abzielen. Deswegen stelle ich jetzt noch eine, und zwar zum Thema Fledermäuse. Man hört ja immer wieder, dass Fledermäuse irgendwie in Verbindung stehen mit Zoonosen und als Reservoir dienen. Die sind ja häufiger im Gespräch. Woran liegt das? Haben die mehr Viren? Sind die Viren, die haben, anpassungsfähiger? Oder also Fledermäuse sind ja jetzt nicht zwangsläufig die Tiere, die so nah am Menschen sind wie jetzt andere zum Beispiel. Ja, also da gibt es, die Frage nehme ich jetzt erstmal, da gibt es verschiedene Gründe für, die sich gar nicht gegenseitig ausschließen, also verschiedene Theorien. Nehmen wir mal ein paar offensichtliche. Also die Fledermäuse, Flughunde sind eine unglaublich artenreiche Gruppe an Tieren. Ja, das heißt, und jedes Tier, jede Art an sich trägt ein Spektrum an Viren mit sich rum, so wie wir das auch machen. Die müssen gar nicht unbedingt krankmachend sein, sondern die hat man einfach. Und alleine dadurch, dass es eine große Diversität gibt, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein krankmachendes Virus drunter ist, eben höher. Das ist so der eine ganz offensichtliche Punkt. Der andere ist, dass das Immunsystem der Fledertiere auch nochmal speziell zu sein scheint. Da wird noch heftig dran geforscht von exzellenten Teams. Aber die scheinen wirklich mit sehr tödlichen Viren, so wie zum Beispiel Ebola-Viren, gut klarzukommen. Und das ist im Tierreich relativ einmalig. Also andere Tiere sind entweder nicht infizierbar
weil, wie Frau Protzer richtig sagte, einfach nicht infizierbar, weil die Zelle nicht zu infizieren ist, oder aber sie sterben. Ja, da sind die also schon besonders gut ausgerüstet. Die dritte wichtige Eigenschaft ist, dass viele Fledermausarten auch in großen Kolonien wohnen. Ja, und das macht es so einem Virus auch leichter in der Zirkulation zu bleiben. Wenn es nicht permanent getragen werden kann von einem Individuum, dann muss es ja sich von einem zum anderen weiter verbreiten, so ein bisschen wie Masern bei Menschen. Das funktioniert auch nur, wenn genug Menschen beieinander hocken. Ja, das heißt, das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Und dann noch ist es gar nicht so, wenn wir hier die Fledermäuse sehen, dann sehen wir irgendwie so einen Punkt am Himmel rumplattern. Aber die Mensch-Tier-Kontakte sind schon sehr intensiv. Und zwar sind es nicht die Fledermäuse, die uns heimsuchen, sondern wir sind diejenigen, die zu sehr auf die Tiere zugehen. Da muss man also wirklich aufpassen, dass man denen keine Schuld gibt, sondern uns. Und Fledertiere, wo auch die Flughunde dazugehören. Einige von denen sind durchaus ein halbes Händel, ja, also das lohnt sich auch zu essen und werden auch viel verzehrt in einigen Ländern. Oder aber auch die kleineren Arten werden gegessen. Und im asiatischen Raum zum Beispiel, da gibt es interessante Berichte darüber, dass zum Beispiel auch sogar der Fledermaus-Guano, also der Kot der Tiere, abgebaut wird. Da gehen die Leute mit barfuß und einfach bloßen Händen der großen Schaufel in so eine Höhle rein. Über denen sind noch die Fledermäuse. Und dann wird da schubkarrenweise der Kot rausgeholt und auf die Felder geschüttet. Das sind natürlich unglaublich intensive Kontakte. Ja, also da ist wirklich eine ganz große Bandbreite gegeben. Kurz noch genannt, einige der Fledertiere, also heutzutage, wer überleben will, wird ja am besten Kulturfolger und kommt irgendwie mit den Menschen klar. Und das heißt, die leben auch durchaus in den Dächern, unter den Dächern von Leuten oder eben auch gerne und in tierischen Behausungen. Und das ist vielleicht ein Punkt, über den wir dann später noch reden, wenn es um das Coronavirus geht, weil da eben dann auch Interspezies-Übertragungen möglich werden, die man sich so mal eben nicht vorstellen kann. Also es gibt viele Gründe, aber man muss aufpassen, diese Fledertiere also sind unglaublich wichtig, das möchte ich kurz sagen, für unsere Ökosysteme, zur Verbreitung der Samen, zur Vernichtung von Insekten, um wieder andere Zoonosen zu bekämpfen. Ja, also die Tiere sind wesentlich nützlicher für uns als das Risiko, was sie darstellen. Und sie sind immer so ein bisschen unter Generalverdacht. Ne? Also wenn irgendwo eine neue Zoonose auftaucht, es sei denn, es ist Influenza, dann guckt man immer erstmal in die Fledermaus. Das ist irgendwie so eine Tradition bei uns Forschern. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dominik. Dann kommst du bald wieder, aber dann machen wir jetzt erstmal weiter. Zu der Fledermaus, man liest natürlich manchmal auch so einschlägige Vorschläge, ja, warum rottet man die denn nicht einfach aus, wenn da die Kontakte so intensiv sind? Und das ist natürlich, ja, das ist wirklich, also da greift man sich nur noch an den Kopf, weil man kann sich natürlich nicht einbilden, dass man da einen Baustein aus diesem Ökosystem einfach völlig rausnimmt und das ohne Folgen bleibt. Genau, das leitet eigentlich auch ganz gut über. Ja, Frau Protzer? Vor allem, dann wird man von Insekten aufgefressen. Also ich hasse Moskitos. Wenn ich die Fledermäuse und die Spinnen wegnehme, dann brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr nach draußen zu bewegen. Ja. Also ich erinnere mich, als ich das letzte Mal in Afrika war, bei so einem Kaffeebauer, der hat mir erklärt, er ist wunderbar stolz, dass er jetzt da Fledermausnester hat, weil das hält einigermaßen seinen Hausbereich von Moskitos frei. Ich glaube, das ist genau das, was Herr Lehnertz ja auch schon sagte. Das ist halt ein ausgewogenes Ökosystem. Total wichtig. Das ist, glaube ich, leider zu oft die Herangehensweise des Menschen so. Wir gehen irgendwo rein, das gibt ein Problem, dann fixen wir das woanders, anstatt unser Verhalten zu ändern. Liest man leider oft. Aber da wollte ich nochmal explizit darauf eingehen, dass das natürlich völliger Schwachsinn ist, um das mal so direkt auszudrücken. Aber das wäre auch so, das zweite Thema, was uns interessieren würde, wäre so das große Ganze. Also Sie hatten jetzt schon verschiedene Sachen erwähnt, was auch da ganz gut mit reinspielt. Also Herr Lehnertz, Sie hatten gesagt, wir gehen eben sehr auf die Tiere zu und treten selbst in sehr engen Kontakt mit ihnen. Wir hatten darüber gesprochen, dass große Tiere eben schon ausgestorben sind, weil die teilweise die Ökosysteme so sehr zerstört sind oder sie einfach so viel gejagt wurden. Wir hatten Landwirtschaft angesprochen. Jetzt gibt es so einige Ansätze in der Forschung oder auch so ein bisschen philosophischer Betrachtung des Zusammenhangs von verschiedenen Feldern, die heißen also One Health oder Planetary Health, die so einen
holistischen Blick auf diese großen Zusammenhänge versuchen zu werfen zwischen dem Rückgang der Biodiversität, dem Klimawandel und der Gesundheit der Ökosysteme und der Tiere und Menschen sozusagen auf dem Planeten. Es ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht trivial zu beweisen, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht und wie stark der ist, aber dennoch erforscht es oft halt zwischen den Forschungsfeldern so die Zusammenhänge, was ich persönlich auch sehr spannend finde. Jetzt meine Frage gerne an beide oder auch nur einen von Ihnen in der Reihenfolge, wie Sie möchten, wäre so, was halten Sie davon? Wie begegnen Ihnen solche Konzepte in Ihrer Arbeit und wie bewerten Sie die? Wie Sie möchten. Möchten Sie oder mir ist es wurscht. Also ich denke, es ist natürlich ein sehr vernünftiger Ansatz. Ne? Wenn man das was hört und liest, dann denkt man, alles klar, ja, das hängt natürlich zusammen. Ja? Wir brauchen ein gesundes Habitat, einen guten Mix an Tieren, hohe Biodiversität und damit ist auch das Risiko für uns Menschen geringer. Gleichzeitig, wenn der Wald stehen bleibt, haben wir natürlich ein besseres Klima. Ja? Und das ist nicht nur Theorie. Also ich kenne Urwälder in Westafrika, die sind jetzt zu saisonalen Wäldern geworden. Die waren früher Regenwälder. Ja, da war nie ein welkes Blatt auf dem Boden. Und jetzt, wenn sie da in der Trockenzeit durchlaufen, das ist wie im Herbst hier, da raschelt das Laub auf dem Boden. Und das in meinem relativ kurzen Leben. Ja, also, und das verändert natürlich unglaublich viele Dinge. Wenn wir es schaffen, diese Probleme bei der Wurzel zu fassen, können wir auch präventiver Natur ja unterwegs sein und rennen nicht nur mit unseren Behandlungsmethoden quasi immer den Krankheiten hinterher, wenn es zu spät ist. In der Praxis muss man natürlich aufpassen. Da gibt es schon gute Beispiele, wo das schön belegt ist, aber wir müssen uns da auch ein bisschen ehrlich machen und sagen, dass da unglaublich noch wenig verstanden ist, wo jetzt wirklich die treibende Kraft ist. Ja, aber ein paar Beispiele sind schon sehr offensichtlich. Nehmen Sie die zunehmende Versteppung hier südlich der Sahara. Das verschiebt natürlich die Zusammensetzung der Mäuschen, die da wohnen. Ja, also die Vielzitzenmaus verändert sich in ihrer Ausbreitung und die trägt wiederum das sehr tödliche Lassa-Virus. Das sind dann Zusammenhänge, die sehr offensichtlich sind. Ne? Also da ist schon einiges erforscht, aber noch ein großer Bedarf. Nach meinem Verständnis ist die Herausforderung, dass man ja in der Wissenschaft diese Zusammenhänge oft auf sehr, sehr niedrigem, kleinen Niveau beweist und dann auch wirklich, also beweist sozusagen oder Evidenz dafür findet, aber dass diese Effekte so groß und allumfassend und komplex sind. Würden Sie mir da recht geben oder liegt es eher an was anderem? Die sind unglaublich komplex, diese Vorgänge, aber man braucht konkrete Beispiele, woran man mal zeigt, dass es wirklich so ist. Und dann kann man das auch extrapolieren, ja. Aber natürlich muss man aufpassen, wenn man jetzt sagt, SARS-CoV-2 ist natürlich, weil wir die Umwelt zerstört haben, ist nicht natürlich. Also wir können auch Hantaviren zum Beispiel in Deutschland, das kriegen sie von einer Maus, die in ihrem Garten wohnt, wenn sie Pech haben, großes Pech haben im Frühjahr oder sowas, ihre Hütte auskehren, ja. Das ist was quasi Natürliches. Also sowas passiert auch so. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass unser Eindringen in diese Habitate und diese starke Exposition, die wir haben, zu neuen Wirten, zu neuer Diversität mit ihren Veränderungen natürlich einen Einfluss haben werden. Also da gibt es schon auf der höheren Ebene auch Leute, die da viel darüber diskutieren. In der sogenannten Tripartit, da hat sich die WHO, FAO und OAI zusammengetan. Das sind so große überregionale internationale Organisationen, die sich Tier-Mensch-Gesundheit und Lebensmittel anschauen. Da kommt jetzt auch da UNEP dazu, also das von den Vereinigten Nationen, das Umweltprogramm, damit Umwelt da eben mit dabei ist. Die fehlt nämlich vorher. Und da wird schon auf dieser Ebene auch erkannt und gesagt, wir müssen Lebensraum schützen, nicht nur für das Klima, sondern wir haben jetzt noch mehr Gründe dafür, weil wir eben auch die Gesundheit damit schützen können. Und dass man die Aufmerksamkeit der Menschen auch darauf richtet, anlässlich zu Corona oder wie man das auch immer formulieren möchte. Ja, aber auch Klima und Gesundheit und jetzt Virusinfektionen, da gibt es schon sehr direkte Zusammenhänge. Also und es gibt bestimmte Moskitos, ich habe ja schon mal gesagt, ich hasse Moskitos, aber die übertragen einfach viele Viren und wirklich auch gefährliche Viren. Und so ein Beispiel ist die asiatische Tigermücke. Die gab es früher nur in Afrika. Jetzt finden Sie die inzwischen auch bis Freiburg und
bei uns. Also da sieht man einfach, die Erwärmung trägt dazu bei, dass diese Überträger von Viren, von Erregern sich auch wieder ausbreiten können. Und das ist ganz eindeutig zu sehen. Da gibt es ganz interessante Prognosen. Und da sieht man, in vielen Gebieten der Welt nimmt es zu und in manchen Gebieten nimmt es ab. Da wird es nämlich so heiß, dass es dann selbst der Mücke zu heiß wird. Das kann man jetzt sagen, okay, ist dann vielleicht ein positiver Effekt. Ich befürchte aber, dass die Mücke sich an die 40 Grad Temperatur schneller anpassen kann als wir als Menschen. Insofern bin ich nicht ganz so sicher, ob das dann wirklich was bringt. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, genau. Also diese Mücken, wie die vordringen, auch Tierkrankheiten haben die ja nach Deutschland reingebracht. Ne? Also das ist sehr wichtig, ja. Das ist wirklich, also das sind ganz viele Virusinfektionen, die am Anfang meiner Zeit, vor 15 Jahren, haben wir die nie gesehen. Heute sehen wir die relativ regelmäßig bei Menschen, die selbst aus Italien kommen und sich dort infiziert haben. Also das sieht man wirklich, die Auswirkungen. Ja, vielen Dank. Ich würde mal mein Glück versuchen mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Dominik, wie schaut's aus? Ja, ich habe einen Aspekt noch herausgelesen in den Fragen, und zwar das Thema Massentierhaltung. Und zwar richtet sich die Frage direkt an Herrn Leendertz von Immo Fiebrich. Inwieweit können Tiere aus der Massentierhaltung, zum Beispiel Schweine, Hühner, Kühe, als Vektoren oder Reservoirs eine Rolle spielen? Sie können sich untereinander leicht anstecken und sind chronisch immunsupprimiert aufgrund von Stress. Gibt es hierzu Erkenntnisse? Ja, also da haben Sie natürlich eine gute Frage gestellt und recht. Also wenn man natürlich viele Tiere auf engstem Raum zusammensperrt, ist das ein sehr unnatürliches Setting. Ja, also das passiert so in der freien Natur nicht. Und wenn ein Erreger dann seinen Weg zu einem einzigen Schwein oder Huhn oder was auch immer Sie nehmen, gefunden hat, dann wird es sich ruckzuck auch in dem gesamten Bestand eben verbreiten können und kann gegebenenfalls auch durch die Mutation, die es anhäuft, dann eventuell auch eher die Fähigkeit erlangen, auch einen Sprung auf eine weitere Spezies zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland zum Beispiel die intensive Tierhaltung unglaublich streng abgeschirmt ist vom Rest der Welt. Also wenn Sie da in so eine intensive Hühnerfarm reingehen wollen, ich bin da seltener unterwegs, aber zu Studienzeiten hatten wir Exkursionen in solche Ställe, da ziehen Sie dann wirklich so einen einmal weißen Anzug an, komplett neue Stiefel, alles desinfiziert und so weiter, weil die Gefahr eben so groß ist. Wenn Sie jetzt aber so einen Stall nehmen in einem Setting, in einer Gegend, wo vielleicht die Regeln nicht so gut sind, die Infrastruktur nicht so gut ist und dann diese Abschirmung vor den Wildtieren nicht geschieht, dann ist das natürlich eine sehr gefährliche Sache. Und da gibt es auch gute Beispiele aus der Literatur, wie dann eben Viren zum Beispiel von Flughunden auf Schweine übertragen worden sind und dort dann eben großen Schaden verursacht haben. Vielleicht Aber nicht nur. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich das noch ergänzen darf. Das ist nicht nur die Massentierhaltung, das ist auch das massenhafte nahe Beieinanderwohnen von Menschen. Nehmen Sie Ebola als Beispiel. Ebola gab es immer schon Übertragungen auf den Menschen und das Virus hat sich eigentlich, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch bin, aber seit den 70er Jahren nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, wie eng die Menschen zusammenwohnen. Früher ist das irgendwo im Urwald passiert und da hat sich vielleicht eine Familie mal angesteckt und man wurde ja auch schwer krank. Also man hat es ja auch nicht sehr weit getragen, dieses Virus, nach unserem Beispiel von vorhin. Und dann war das Ganze wieder begrenzt. Heute ist es aber so, dass wir einfach auch in Afrika sehr große Städte haben, dass es dort natürlich auch das Bedürfnis dann gibt, Menschen hinzubringen, wenn sie schwer krank sind. Und dann ist es plötzlich in so einer nicht Tierhaltung, sondern in dem Fall Menschenansammlung oder Menschenwohnbereich. Und da hat es natürlich ganz andere Chancen, sich auszubreiten. Ja. Also diese Verstädterung, die wir haben, das immer engere Aufeinanderwohnen von Menschen, das trägt da schon auch bei. Mit dieser hohen Konnektivität, ne? Also ich will uns jetzt nicht mit einem Schweinestall vergleichen, da wäre ich vorsichtig, aber wir sind viele und sind eng aufeinander, das stimmt. Da vielleicht die Folgefrage,
Bei Viren oder anderen Erregern, die schon länger in der Menschheit ihr Unwesen treiben und an die der Mensch sich schon angepasst hat, besteht da überhaupt irgendeine Gefahr, dass da noch Mutationen stattfinden, dass sich das dann wiederum in eine Epidemie oder gar in eine Pandemie verwandeln könnte? Oder sind wir da so gut angepasst, dass wir jede Mutation zumindest mittelfristig abfedern können? Ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, wenn Viren einfach schon sehr, sehr lange in der menschlichen Population sind und überhaupt Erreger. Dann haben wir ja gelernt, als Population damit umzugehen. Wir haben Grundimmunität in der Bevölkerung aufgebaut, die verhindert, dass sich das jetzt ganz schnell ausbreitet. Diese Viren haben sich meist über die Zeit auch schon so angepasst, dass sie einen eben nicht so schwer krank machen. Das ist so das, was typischerweise passiert. Bis hin dann zu ganz extremen Anpassungen, wie man die zum Beispiel bei den Herpesviren sieht. Also jeder kennt diesen Lippenherpes, das ist so ein klassisches Herpesvirus. Und diese Herpesviren, die infizieren uns einmal im Leben und dann behalten wir die einfach im Körper drin. Ja, also man hat da wirklich so eine richtige Symbiose entwickelt. Unser Immunsystem hält die unter Kontrolle und in der Regel machen die uns keine Probleme, außer man hat dann halt mal Stress oder es kommt die Sonne oder sowas, dann tritt wieder mal so ein Bläschen auf. Aber ansonsten sind die höchst adaptiert, und zwar diese ganze Gruppe von Viren, an die menschliche Population, weil sie da einfach schon Hunderttausende von Jahren eben zirkulieren. Und die brauchen auch keinen Wirt mehr irgendwo außerhalb oder so, sondern die sind halt in der menschlichen Population einfach etabliert. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich wollte gerade sagen, ich bin heute das lebende Beispiel, dass es dann immer in den ungünstigsten Momenten auftaucht. Ich hätte noch eine Frage wahrscheinlich eher zu den Viren selbst von Alexander Kubrick. Und zwar die Frage lautet: Viren haben ja ganz unterschiedliche Mutationsraten und manche Bereiche sind anfälliger für erfolgreiche Mutationen. Kann man dahinter eine Systematik bei Zoonosen finden? Zum Beispiel fast immer eine Veränderung in der Außenmembran. Ja und nein. Also die Hülle eines Virus, wenn ich jetzt ein befülltes Virus habe, als es eine Membran hat, ist natürlich das, was den Kontakt mit der Wirtszelle aufnimmt. Ja, das muss ja irgendwie über die Oberfläche passieren und da findet das Andocken an den Rezeptor statt und dann wird das Ganze in die Zelle aufgenommen. Und typischerweise ist das natürlich angepasst auf die Tierspezies, für die dieser Erreger optimiert ist. Also wenn Sie jetzt es gibt ein Hepatitis-B-Virus, das ist in Fledermäusen, um wieder beim Beispiel zu bleiben. Und dieses Hepatitis-B-Virus von den Fledermäusen ist ganz, ganz ähnlich dem menschlichen Hepatitis-B-Virus, aber hat in dem Oberflächenprotein den Unterschied, dass es eben an den Rezeptor in der Fledermaus sehr gut bindet, aber nicht an den Rezeptor beim Menschen. Obwohl es sich total ähnlich zu dem menschlichen Hepatitis-B-Virus ist. Ja, und irgendwann muss halt dann mal diese Mutation passieren, dass es dann auch an einen menschlichen Rezeptor bindet. Und da ist das natürlich von der Fledermaus zum Menschen schon ein großer Sprung. Das ist dann einfacher. Es geht erstmal über andere Tierspezies. Also Primaten sind immer irgendwie, also große Affen, Schimpansen, Gorillas sind immer sehr geeignet, weil die vom ganzen körpereigenen Proteine sind halt sehr ähnlich wie des Menschlichen. Wenn sich das Virus schon mal adaptiert hat, dann kann es sehr einfach auf den Menschen dann auch weiterspringen. Also insofern ist das schon richtig. Das sind die Regionen, die meist verändert werden müssen, damit dieser Speziessprung notwendig ist. Das ist aber nicht alles. Also es sind auch noch Vermehrungsenzyme des Virus notwendig in der Zelle. Und auch die müssen auf die Gegebenheiten in so einer menschlichen Zelle passen. Und die sind halt anders als die in einer Mauszelle. Also ich kann zum Beispiel, sage ich mal, bei dem Hepatitis-B-Virus kann ich das menschliche Hepatitis-B-Virus wirklich nur in menschlichen Leberzellen vermehren. Das funktioniert nicht in menschlichen Nierenzellen und das funktioniert nicht in menschlichen Hautzellen oder Darmzellen und das funktioniert auch nicht in Leberzellen, die aus der Maus stammen. Also das muss schon wirklich sehr, sehr ähnlich sein, das Milieu in der Zelle.
Das sind immer die beiden Punkte. Es muss irgendwo oben passen auf den Rezeptor und dann muss in der Zelle alles stimmen, damit das Virus auch entsprechend vermehrt werden kann. Und da kommen verschiedene Bereiche zusammen. Man versucht schon mit so Artificial Intelligence Ansätzen inzwischen Algorithmen zu trainieren, zu erkennen, was könnte denn sich anpassen, was könnte denn so für eine Zoonose dann auch prädestiniert sein. Aber das steckt noch relativ in den Kinderschuhen, oder? Also meine Erfahrung zumindest. Herr Lehnert, Sie hatten am Anfang kurz Luft geholt. Wollten Sie noch was zu der Frage sagen? Ich habe die Frage nicht gehört, weil meine Verbindung weg war. Insofern bin ich sehr froh, dass Kollegin Protzer da eingesprungen ist. Elegant gelöst. Da hast du noch eine Frage, Dominik, oder sollen wir weitergehen? Du entscheidest. Wir haben ja noch eine dritte Fragerunde. Dann schaue ich nochmal durch, wie sich das F&A entwickelt hat und schaue dann, was jetzt die nächsten Top-Fragen sind bei der nächsten Runde. Gut, dann bis gleich. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist, wir haben ja den Veranstaltungstitel, wie schon gesagt, etwas provokativ gewählt, die nächste Pandemie verhindern. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wir haben ja über den Ursprung von Erregern gesprochen, die das Potenzial haben, gefährlich zu sein. Wenn es jetzt aber so einen neuen Erreger gibt, dann entsteht ja auch nicht automatisch eine Pandemie draus, hatten Sie ja vorhin auch schon mehrfach angesprochen. Es gibt ja verschiedenste Faktoren, die dazu beitragen, mal ein paar zu nennen. Bevölkerungsdichte wurde ja schon genannt, Mobilität, und halt auch Eigenschaften des Erregers selbst. Deswegen ist die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist, es ist vermutlich nicht realistisch oder man kann nicht darauf einwirken, dass neue Erreger entstehen, natürlich. Man kann vielleicht darauf einwirken, ob sie auf den Menschen überspringen und wie. Und danach kann man auch verstärkt einwirken, wie sie sich verbreiten, wie schnell und wie unkontrolliert. Und man kann natürlich Therapiemaßnahmen entwickeln, also Impfstoffe oder Medikamente, um das auch nochmal einzudämmen. Also diesen Themenbereich würde ich jetzt zum Schluss ansprechen wollen. Und ich stelle einfach mal so eine richtig große Frage, gerne auch an beide in beliebiger Reihenfolge. Aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem Bereich, was können oder müssen wir auch aus der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie lernen und in Zukunft unbedingt besser machen, um die Verbreitung von solchen Erregern einzudämmen, besser damit umzugehen? Herr Lehnert, fangen Sie doch einfach an, wenn Sie möchten. Dann fange ich quasi im Tierreich an und übergebe dann, wenn es an das Kompliziertere geht. Perfekt. Wobei, kommt drauf an. Also, ich denke, es gibt verschiedene wichtige Punkte und die sind alle gleichgewichtig. Es ist nicht, dass das eine irgendwie die goldene Lösung ist oder die andere. Wir brauchen eine Kombination aus Ansätzen. Uns muss auch klar sein, dass wir die nächste Pandemie nicht verhindern, sondern wir werden das Risiko reduzieren, dass so etwas wieder geschieht. Und das kann sowohl am Anfang sein, bei der Übertragung, als auch, dass wir es schaffen, die Dinge schneller einzudämmen, als wir es jetzt geschafft haben. Aber das ist dann eher, glaube ich, der Bereich, wo Frau Protzer noch sprachfähiger ist als ich. Deswegen halte ich mich mal bei den Tieren auf. Wie gesagt, es ist natürlich wichtig zu verstehen, unter welchen Umständen passiert denn so etwas. Und je mehr wir verstehen, was sind da Gefahrenpunkte, was sind riskante Settings, desto besser können wir natürlich auch über Gegenmaßnahmen nachdenken. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das kann man sich nicht hier irgendwo am Schreibtisch ausdenken und den Leuten dann sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr das und das machen, sondern das muss man zusammen meist in lokalen Lösungen dann eben entwickeln mit den Leuten, die exponiert sind, die quasi Patient Null sein könnten. Das ist so das, wo wir die Forschung brauchen, noch mehr Verständnis, und zwar nicht nur so Infektiologen wie uns, sondern da brauchen wir Anthropologen, da brauchen wir die Sozialwissenschaften, da brauchen wir ganz viele verschiedene Disziplinen. Dann ist aber die Frage, wir werden eben diesen Übersprung eher, das Risiko vielleicht reduzieren, aber nicht völlig verhindern. Und dann müssen wir aufpassen, dass die Dinge lokal bleiben, so quasi wie früher, dass sie eben es nicht schaffen, in die nächstgrößere Stadt zu kommen oder um die Welt zu reisen. Und da ist es wichtig, einfach die Gesundheitsinfrastruktur global zu sehen und zu stärken. Wenn ich mir überlege, dass gerade die Gebiete mit hoher Biodiversität, mit engen Mensch-Tier-Kontakten meistens auch
die sind, die eben vernachlässigt werden, wenn es um Gesundheitsinfrastruktur geht, dann ist das immer sehr bedrohlich, weil genau da sollte sie eigentlich gut aufgestellt sein, damit die Ärzte vor Ort im Dorf erkennen, das ist ein Symptom, das habe ich noch nie gesehen, oder warum denn das Symptom in dieser Jahreszeit, da ist irgendwas komisch, oder warum habe ich gehäuft Fälle, die jetzt irgendwie so und so aussehen. Und die dann wiederum auch möglichst in den Ländern selber die Kapazität haben, auch auf der Laborseite diagnostisch wenigstens die bekannten Dinge schnell zu testen, um dann zu sagen, das ist was Unbekanntes und im Idealfall auch das zu erkennen oder dann eben in Kooperation mit anderen Laboren zu sagen, das ist was Neues. Damit dann eben die Gesundheitssysteme reagieren können, lokal und wenn notwendig auch international, um eben diese kleinen Feuer zu löschen, bevor sie zum Flächenbrand werden. So, das ist das eine. Und ich denke, vielleicht übergebe ich an dieser Stelle an Frau Protzer, weil wir natürlich sehr gut auch sowohl therapeutisch als auch von den Impfstoffen Ideen haben, wie man vielleicht da in der Zukunft besser gewappnet ist. Wenn das so okay ist an diesem Cut. Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Absolut. Also ich glaube, genau wie Herr Lindertz gesagt hat, die Ausbrüche schnell erkennen, lokal eindämmen und dann aber auch durch eine sehr gute internationale Kommunikation wirklich ein Frühwarnsystem zu haben. Das ist sicherlich extrem wichtig. Wenn man auf die Ausbreitung im eigenen Land guckt, dann kann man sicherlich viel von den Asiaten lernen. Wenn wir so Länder anschauen wie Korea, wie Thailand, die sind deutlich besser mit dieser Pandemie umgegangen als wir, weil die natürlich auch mehr gewohnt waren, dadurch, dass sie immer schon so viele Menschen auf engem Raum sind, dass sowas einfach passieren kann und dass dann Erreger durchgehen kann, waren die da viel mehr darauf vorbereitet, als wir das initial waren und konnten dadurch, glaube ich, auch besser und schneller reagieren. Wenn wir uns aber ein bisschen vorbereiten wollen, ohne jetzt unseren Lebensstil großartig zu verändern, dann ist es, glaube ich, wichtig, tatsächlich drüber nachzudenken, wie kann ich denn Impfstoffe haben, die vielleicht alle Influenza-Viren breit abdecken oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abdecken. Wie kann ich Ähnliches vielleicht auch für Coronaviren haben, so dass ich dann, wenn ich irgendwo Ausbrüche habe, auch so eine Art Riegelimpfungen machen kann und sagen kann, okay, im Umkreis von so und so viel Kilometern kann ich jetzt mal impfen und kann damit einfach vermeiden, dass sich das weiter ausbreitet. Ja, es gibt ja schon bestimmte Erreger, die auch auf den Listen von so internationalen Organisationen wie CEPI oder so stehen, also die Coalition for Epidemic Preparedness, wo man sagt, da versucht man eben auch Impfstoffe so weit zu entwickeln, dass sie dann da sind für den Fall des Falles. Wie wir jetzt gerade an dem SARS-Coronavirus gesehen haben, war das natürlich genau wieder nicht dabei. Also es ist schwer, da alles vorherzusagen. Aber je mehr wir dahin gehen können, und das, was die Epidemie nur so ausläuft, sind halt dann doch meist die Viren. Weil sobald wir in die Richtung gehen können und sagen können, wir entwickeln vielleicht Medikamente, die theoretisch breit für alle oder sehr, sehr viele Coronaviren einsetzbar sind oder sehr, sehr viele Influenza-Viren einsetzbar sind, dann haben wir schon mal die beiden Hauptklassen, die so in Frage kommen, jetzt von der Virusseite abgedeckt und natürlich ähnlich idealerweise, wenn wir das für Impfstoffe schaffen. Und eine andere Epidemie, die man immer so ein bisschen vergisst, die aber sicherlich auch relevant ist, sind die antibiotikaresistenten Bakterien. Dadurch, dass wir weltweit einfach sehr viel Antibiotika einsetzen, auch zum Teil in der Tierzucht, ist das ja auch ein Riesenproblem. Und auch da muss man sicherlich darauf vorbereitet sein und sich Gedanken machen, wie kann man da vernünftig mit umgehen. Jetzt neben Aspekten wie Massentierhaltung reduzieren, so was wir schon besprochen haben. Aber wie kann man sich auch da vorbereiten? Wie kann man auch da mit verschiedensten Ansätzen, vielleicht auch innovativen Ansätzen, also vielleicht kann ich auch Impfungen gegen solche Erreger einsetzen, damit ich nicht immer Antibiotika brauche. Also über solche Dinge müssen wir, glaube ich, einfach mehr nachdenken. Ich habe tatsächlich genau diese Antibiotika-Resistenz schon öfter als die nächste Pandemie oder einfach eine langsame Pandemie, die eben nicht wie so ein Tsunami kommt, sondern wie so eine fließende Überschwemmung schon auch öfter formuliert gehört.
in dem Kontext. Aber Sie hatten gesagt, Impfstoffe entwickeln, die vielleicht auch gegen mehrere Viren oder vielleicht auch gegen neuartige Erreger im Voraus immunisieren, entwickeln. Und dann, das wäre ja auch wieder eine Verbindung, die müsste man ja wieder in diesen Hochbiodiversitätsgebieten halt gut durchimpfen, damit da halt der Übertritt nicht so wahrscheinlich ist. Sehe ich das richtig? Oder nicht so? Ich glaube gar nicht, dass man sie komplett durchimpfen muss. Ich glaube nur, man muss sie haben, damit man sie dann einsetzen kann und sozusagen auf Halde liegen haben. Also zu wissen, ich habe hier was auch wirksam ist, was ich in frühen klinischen Studien schon eingesetzt habe, sodass ich weiß, es ist auch sicher und mit dem ich dann loslegen kann. Ich glaube nicht, dass man deswegen jetzt die ganze Menschheit mit gegen alles Mögliche prophylaktisch impfen muss. Das wird nicht funktionieren. Aber diese Sachen einfach in der Schublade haben, wenn man sie braucht. Das ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Und das ist auch der Punkt, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wo diese Leute, wie ich, die eher so Epidemiologie vor Ort sich die Dinge anschauen, sequenzieren, neue Viren beschreiben und so weiter, sehr eng zusammenarbeiten können und sollen mit Leuten, die zum Beispiel über neue Impfstoffe auf Halde nachdenken, ne? Weil wir brauchen uns ja gegenseitig. Also nur wenn man die Diversität an den verschiedenen Erregern erkannt hat und vielleicht dazu noch Hintergrunddaten hat, was sind denn die auch wirklich Kontakt zu Menschen haben können, ja, dann hilft das natürlich unglaublich den Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, wir produzieren jetzt möglichst generische Impfstoffe für die Schublade und damit wir das nächste Mal einfach ein paar Monate schneller sind. Und wir sehen ja jetzt, wie wichtig jeder Monat, jede Woche ist, auch bei unserer Impfgeschichte hier. Das heißt, wenn wir da Zeit gewinnen und vielleicht 3 Monate, nachdem es losgegangen ist, einen Impfstoff zur Verfügung haben, das wäre natürlich traumhaft und würde sehr viel verhindern. Verstehe, ja, viele Baustellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man, speziell wenn man in Ihrem Feld halt tagtäglich unterwegs ist, dass man schon auch ab und zu Bauchschmerzen kriegt, wenn nicht oft. Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen damit zusammenhängt, aber nicht so ganz. Also nicht so ganz auf Aktion, sondern eher auch auf Kommunikation. Das ist ja auch ein ganz interessantes Spannungsfeld, in dem wir uns gerade bewegen bezüglich Wissenschaftskommunikation und weil ja die ganze Welt so ein bisschen auf Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wie Sie guckt und dann auch möglichst pauschale, einfache Antworten erwartet, beziehungsweise vielleicht auch manchmal den Fakten ganz widerstrebt oder sie nicht so annimmt. Was denken Sie, sollten wir unsere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mehr ausbilden, über ihre Arbeit zu kommunizieren oder auch mit Skepsis, also mit der Reaktion auf diese Kommunikation, wenn Skepsis ist oder vielleicht sogar Verschwörungstheorien, besser umzugehen? Gerne, wie Sie möchten. Frau Protzer, warum nicht? Dann Sie als erstes. Also unbedingt. Ich glaube, dass das eigentlich zu einer Ausbildung eines Naturwissenschaftlers dazugehören sollte im Studium, dass er auch lernt, die teilweise sehr komplexen Zusammenhänge einfach darzustellen und zu kommunizieren. Und da vielleicht auch so ein bisschen, ja, die Tools einfach, diese Toolbox, die einem hilft, Dinge zu kommunizieren, dass er die bereit hat. Ich denke, dass wir sind ja als Wissenschaftler von Steuergeldern zum Großteil zumindest finanziert. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, die man hat, dann auch die Öffentlichkeit über das Wissen, was wir haben, aufzuklären und das vielleicht so ein bisschen mehr noch in die Köpfe hineinzubringen und das schon im Ausbildungsbereich. Ich glaube, das würde uns viel helfen. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Das muss integriert werden, verstärkt, auch dann in der Doktorandenausbildung und so weiter. Das muss man auf jeden Fall fördern. Aber ich sehe auch schöne Tendenzen, dass die Kommunikation über Wissenschaft jetzt natürlich verstärkt ist und nicht nur in Medien, das ist je nach Journalistin, Journalist, Blättchen dann gut oder total daneben, ja, sondern auch die Rolle von Museen zum Beispiel, ja, sehr wichtig, dass da eben auch vermittelt wird, wie wird geforscht, was sind auch immer so die Fragezeichen, die man hat, in einem weniger aufgeregten Umfeld vielleicht Wissenschaft zu vermitteln. Und am RKI, wir haben auch jetzt so ein ganz nettes, das war früher ein Mausoleum, da kam man nur auf Einladung rein, jetzt ist es ein Museum, da kommt jeder
rein. Im Augenblick ist natürlich leider zu, aber hoffentlich bald wieder offen. Und da wird auch mal ganz einfach, das haben wir mit dem Naturkundemuseum in Berlin zusammen entworfen, ganz einfach bisschen Wissenschaft vermittelt. Die aktuellen Themen, antimikrobielle Resistenzen, die gerade angesprochen wurden, ein Riesenthema, Zoonosen. Da sehen Sie mal ein altes Blasrohr irgendwo in einem Glaskasten liegen und so weiter. Aber also das halte ich für unglaublich, unglaublich wichtig. Also ich glaube, da kann jeder seinen Beitrag leisten. Ja, das ist natürlich für uns als Biotopia kommendes Naturkundemuseum Bayern auch ein sehr interessantes Feld. Ja, wenn man mal wieder reisen kann, unkritisch, dann gehe ich bei meinem nächsten Besuch in Berlin gern auch in dem Museum vorbei. Da bin ich gespannt. Ich führe Sie durch. Sagen Sie Bescheid. Schön, da komme ich drauf zurück, wirklich. Dann würde ich an der Stelle einfach nochmal die Bühne freigeben für meinen Kollegen Dominik und ein paar finale Fragen aus dem Publikum. Sehr gerne. Ich fange vielleicht mal mit der beliebtesten Frage bisher an, die wahrscheinlich unsere Referenten gar nicht gerne mögen wollen, weil sie so ein bisschen mit Spekulationen zu tun hat, beziehungsweise mit etwas, worauf man sich logischerweise wahrscheinlich nicht wirklich sehr festlegen kann. Und zwar von Katrin Zitzelsberger, die fragt, in den letzten 20 Jahren gab es ja bereits 3 Coronavirus-Spillover-Events, die zu Epidemien oder Pandemien geführt haben, allerdings mit unterschiedlichem Pandemiepotenzial. Das würde eine Wiederkehrperiode von 6 bis 7 Jahren bedeuten. Finden Sie das realistisch als Annahme für die Zukunft? Ich werde immer vorsichtig bei diesen Vorhersagen, wie gesagt. Also wir tragen schon einige Coronaviren mit uns rum. Ne? Also auch hier unsere Kinder bringen gerne mal ein Coronavirus aus der Kita mit. Ja, also ganz, ganz fiese Sache. Und die kommen auch ursprünglich aus dem Tierreich und haben genau das gemacht, was Frau Protzer eben schon sehr schön erklärt hat. Ne? Die waren wahrscheinlich auch mal halt dramatisch für uns Menschen und haben sich langsam uns angepasst und sind jetzt eher eine Kinderkrankheit. Ich habe sogar eins von diesen Coronaviren schon bei wildlebenden Schimpansen gefunden. Das haben Wissenschaftler wahrscheinlich, Wissenschaftlerinnen über diese Nähe zu Verhaltensforschungszwecken oder Ökotourismus in den Wald getragen. Und die Tiere wiederum kannten den Erreger nicht, neuer Erreger für sie, und das hat sie teilweise umgebracht. Ja, und das heißt, da funktioniert die Zoonose andersrum wieder. Also Coronaviren ist nichts Neues in unserer Gesundheitslandschaft. Insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt 6, 7 Jahre, es gibt so lustige Zyklen, die, glaube ich, stimmen, wie beim Bambus oder so, wenn der blüht, ja, das ist auch irgendwie sowas. Ich wäre da vorsichtig bei den Viren, weil sehr, sehr viele Kofaktoren mitspielen und leider auch Faktor Zufall. Also das ist komisch, dass ein Wissenschaftler das sagt, aber da ist der dumme Zufall leider dann doch ein sehr wichtiger Faktor. Mhm. Frau Protzer, möchten Sie auch gerne noch etwas dazu sagen? Nee, ich würde das ganz genauso sehen. Ich meine, das ist ja wie ein Unfall. Ja, und natürlich kann es sein, dass jetzt in 12 Jahren zufällig 3 Unfälle passiert sind. Das heißt aber nicht, dass der nächste Unfall nach 6 Jahren wieder passiert. Das ist, ich glaube, das ist, kann man nicht ableiten. Das wäre dann ginge schon in Richtung Aberglaube. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die Übertragung andersrum angesprochen, nämlich vom Menschen auf das Tier. Da habe ich auch in mehreren Fragen gelesen, dass es unsere Zuschauer interessiert, inwieweit denn auch wir eine Gefahr für das Ökosystem darstellen, in der Form, dass wir wiederum Krankheitserreger auf andere Tiere übertragen und dann eine Gefahr für die Populationen dort darstellen. Wenn ich die Frage auch kurz nehmen dürfte, das ist eine Gefahr, und zwar genauso wie andersrum. Wir sind Teil der Natur, ja, und wie Frau Protzer richtig sagte, wir sind sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Das heißt, wir stellen ein unglaubliches Reservoir oder Masse an Zwischenwirten dar. Ich mit meiner Gruppe, wir haben sehr viel geforscht zu der Übertragung von gerade respiratorischen Viren, auch Bakterien, Streptococcus pneumoniae haben wir auch gefunden, übertragen von uns auf Tiere, die wir eigentlich schützen und studieren wollen. Und da kann man natürlich mit
Hygienemaßnahmen und so weiter, auch Impfungen gegebenenfalls gegensteuern. Aber das sollten wir immer im Auge behalten und nicht immer denken, diese Viren von den Tieren infizieren uns arme Menschen und das war's dann. Wir sind genauso eine Gefahr für die Natur, also nicht nur Lebensraum und so weiter, Jagd, was wir halt schon hatten, sondern auch durch die Keime, die wir tragen. Und gerade das Coronavirus macht uns große Sorgen, weil es eben ein relativ breites Artenspektrum infizieren kann. Ja, es gibt ja schon die Infektion der Nerze, dann gibt's einen Löwen und einen Tiger und einen Leoparden und zweimal Gorilla weltweit, die irgendwie sich infiziert haben damit. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn so ein Virus in die freie Natur rausgebracht wird, dann kann es sein, dass das da sogar in Zirkulation kommt. Und das könnte ein Schaden sein für die Tiere. Das wissen wir noch nicht, wie pathogen es ist für die verschiedenen Arten. Aber was auf jeden Fall eine Gefahr wäre, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber denkbar, dass eben das Virus dann ein neues Reservoir findet und durch diese Arten, Barrieren, Übersprengungen auch einem anderen Immundruck ausgesetzt ist und so weiter, also wieder mutiert und für uns dann nochmal irgendwie anders gefährlich geworden ist. Also deswegen ist das in unserem eigenen Interesse, Abstand zu halten und die Tiere zu respektieren. Und klassisches Beispiel, die Fledermausforscher. Früher hat man gar nichts gemacht. Dann hat man, seitdem Infektiologen mit den Ökologen zusammenarbeiten, dann zieht man Mundschutz an und so weiter. Aber das war dieser Mundschutz, der nur einen vor dem anderen schützt, also mit diesem kleinen Ventil drin. Und jetzt, das haben wir publiziert gerade und in der Community stark verbreitet, muss man in beide Richtungen denken. Auch wenn man so eine Fledermaus für Forschungszwecke in der Hand hat, da muss man wirklich aufpassen, dass man die jetzt nicht über sie mit Corona infiziert. Ja, also dann haben wir das auf einmal in den Fledermäusen in München. Ja, und das wäre natürlich auch eine schlechte Idee. Dankeschön. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ich als erstes an Frau Protzer richte, von Lucy Kasi, und zwar zur aktuellen Pandemie nochmal. Sie fragt, wie lange ist denn so ein Pathogen generell relevant für die Menschheit? Also auf SARS-CoV-2 bezogen, wie lange wird es weitere Virusansteckungen mit einem schweren Krankheitsverlauf geben? Und wann wird das Virus so normal sein wie bestimmte andere Coronaviren? Auch das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Wenn man sich da die Influenza anschaut, da gibt es ja Influenza-Typen, die schon sehr lange bei Menschen zirkulieren. Und die machen trotzdem immer wieder einige Menschen schwer krank. Ich glaube, wenn man da wirklich so eine Komplettanpassung betrachtet, dann reden wir eher im Rahmen von Tausenden von Jahren, nicht irgendwas, was wir als Menschen so kurzfristig überblicken können. Also ich persönlich würde vermuten, dass das SARS-Coronavirus genauso wie das Influenza-Virus oder andere respiratorische Erreger so eine Saisonalität bekommt. Das heißt, dass es einfach jeden Winter wieder uns beglücken wird oder auch nicht. Und dass wir immer wieder einzelne schwere Fälle haben. Aber wir werden eine Bevölkerung haben, die ist dann zum Großteil einfach immun. Sei es, dass sie geimpft sind oder sei es, dass sie die Infektion schon mal durchgemacht haben. Das heißt, das Ganze wird sich halt viel, viel, viel langsamer ausbreiten und es werden damit eben einfach entsprechend wenig Fälle sein. So ist ja beim Influenza-Virus auch. Es ist so typischerweise 1/3 ist immun, so ein knappes Drittel ist geimpft und das reicht schon, um das Ganze einigermaßen im Griff zu behalten. Ja. Auf Populationsebene. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, oder hast du noch eine Frage, Dominik, die dir unter den Nägeln brennt? Ansonsten. Ich glaube nicht mehr wirklich. Es gäbe noch die Frage von Thomas Speth, ob die jetzt anwesende Pandemie so ist, wie wir sie erwartet haben oder ganz anders. Wer möchte? Ich weiß nicht. Also es ist Ich immer glaube, anders, das als konnte man man denkt. nicht vorhersehen. Ja. Also selbst als Virologen, ganz ehrlich, haben wir alle das nicht erwartet. Also wer sagt, da habe ich mitgerechnet, dem glaube ich das nicht. Wir haben die Gefahr von Coronaviren einfach unterschätzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die ersten beiden großen Ausbrüche mit SARS und MERS waren ja auch jeweils doch lokal relativ begrenzt, waren halt eben keine Pandemien. Und wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, hätte ich auch gesagt, die nächste Pandemie wird durch ein Influenza-Virus ausgelöst, nicht durch ein Coronavirus. Aber war komplett falsch. Das ist schwer vorhersagbar, aber ich glaube, wir haben es
Also es wäre vermessen zu sagen, dass wir das irgendwie vorhergesehen hätten. Also haben wir nicht. Wobei, das stimme ich absolut zu. Ich kriege manchmal die Fragen, weil die Leute gucken ja viel schlechte Filme, ja, gerade aus dem amerikanischen Raum. Und diese Outbreak-Filme, wo dann irgend so ein Virus auskommt und dann alle Leute umbringt und dann kommt die grüne Flüssigkeit und dann sind alle wieder gesund. Jedenfalls, die Leute denken immer, wenn Ebola zum Beispiel jetzt auf einmal respiratorisch übertragen wäre, dann wäre das der Super-GAU. Das sehe ich nicht so. Ich hatte immer Angst und habe weiterhin Angst vor genau diesen Viren, wie dieses Corona. Und dass es jetzt ein Corona sein wird und dass das so passiert, konnte keiner wissen, das ist richtig. Aber etwas, was eben so oft milde Symptome verursacht oder asymptomatisch getragen kann, sich deswegen unglaublich schwer zu kontrollieren ist deswegen, aber noch so viele Leute umbringt, dass es unser Gesundheitssystem überlastet. Das ist ganz genau der fieseste Mix, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, und ich nehme immer, also vorher, bevor es Corona gab, nahm ich halt gern das Beispiel HIV. Das haben wir auch nicht im Griff. Ja, ein super gemeines Virus überträgt sich ohne dass man weiß, dass man es überträgt und so weiter. Ja, und das sind die Dinge, auf die wir wirklich ein Augenmerk richten sollten. Vielen Dank. Ja, es ist ein etwas bedrohlicher Abschluss, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns im Team viel überlegt, ob wir dieses Event überhaupt positiv enden lassen können, weil wir haben ja viel zu tun und wir sollten ja auch ganz stark den Finger drauf zeigen. Von daher würde ich es mal bei diesem bedrohlichen Abschluss belassen und ganz bewusst und mich für Ihre Zeit und für das sehr spannende Gespräch bedanken. Ich sage noch ein paar abschließende Worte für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Teil der Fragen beantwortet bekommen, teilweise im Gesprächsverlauf und teilweise eben durch meinen Kollegen. Also die Zeit mit Experten und Expertinnen ist natürlich immer sehr kostbar. Ich hätte jetzt noch eine Weile weitermachen können, aber es ist jetzt schon auch spät. Jedenfalls werden wir die Aufnahme in ein paar Tagen schon auf unseren YouTube-Kanal laden. Es folgt dann auch eine Untertitelung für die Barrierefreiheit, wenn es jemanden interessiert. Und wir haben darüber hinaus auch noch ganz viel zu bieten und ganz viel geplant in den nächsten Wochen und Monaten bei Biotopia. Wir haben zum einen momentan noch 2 konkrete Veranstaltungen in dieser Veranstaltungsreihe. Es gibt eine mit Jane Goodall, die ja auch viel an Menschenaffen geforscht hat, aber bei der Veranstaltung geht es um ihr schier endloses Engagement, die Jugend zu motivieren, sich für den Planeten einzusetzen. Die ist am 7. Juni, direkt nach den Pfingstferien. Und die Woche davor ist eben noch eins über Biodiversität, Bioakustik, nicht Biodiversität. Und wir planen auch noch viele weitere. Das heißt, am besten melden Sie sich für den Newsletter an auf biotopia.net, wenn Sie das nicht schon angegeben haben bei der Anmeldung zur Veranstaltung. Dann melden wir Sie gerne an. Und wenn Sie mal etwas Nicht-Virtuelles wollen, habe ich heute die Freude zu berichten, dass unser kleines Biotopia Lab, was Sie auch hinter mir sehen, ab Donnerstag wieder die Türen öffnet. Und da haben wir auch verschiedene wechselnde so hands-on Wissenschaftsprogramme, wo man Wissenschaft erleben kann, und zwar eigentlich für jedes Alter, sowohl für Familien als auch einzelne Besucher, als auch kleine Gruppen. Deswegen freuen wir uns da schon sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Wir schicken Ihnen direkt im Anschluss an die Veranstaltung einen Feedbackbogen, wo wir uns wirklich über Ihre Kommentare freuen. Aber jetzt entlasse ich Sie erstmal in Ihren wohlverdienten Feierabend und wünsche einen schönen Abend. Bis bald.